8. November 1942, Operation Torch. Das Ziel Nordafrika. Eine massive amerikanische Streitmacht, unterstützt von britischen See- und Lufteinheiten, landete an der Küste entlang Casablanca, Oran, Algier. Die Alliierten erreichten eine schnelle Landung. Auf deutsch-italienischen Widerstand trafen sie praktisch nicht. Da die alliierte Invasion im Rücken des deutschen Afrikakorps erfolgte, wandte sich Rommel nun auch nach Westen, um den neuen amerikanischen Feind zu bekämpfen. Die außerordentlich schwachen deutschen Kräfte fügten den an Mensch und Material weit überlegenen Amerikanern empfindliche Verluste zu. Ihr Glück war die deutsche Materialknappheit, sonst hätte Rommel sie ohne Zweifel ins Meer zurückgejagt. Nicht selten wurden so wehrlose Menschen am Boden von alliierten Fliegern zum Spaß beschossen. Viele fanden dabei den Tod, wurden von denen, die nicht zu den Rittern der Lüfte gehörten, ermordet. General Rommels Afrikakorps wurde durch die Briten vom Osten und durch die Amerikaner vom Westen her bedrängt. Die Nordafrika-Geleitzüge, lebensnotwendig für das deutsche Afrikakorps, verloren von 10 Schiffen 9 beim Überqueren des Mittelmeers. Das totale Versagen der italienischen Seestreitkräfte nahm den Geleitzügen jeglichen Schutz. Wir hatten den deutschen Funkverkehr geknackt und das half uns, ihre Schiffe voll mit Benzin, Öl und Munition usw. zu versenken. Die Deutschen standen ziemlich stark unter Druck. Ultra, das bestgehütete Geheimnis des Krieges. Die Briten hatten den deutschen Code geknackt. Harry Broadhurst war einer der wenigen, die Zugang zu Ultrameldungen hatten. Er las Rommels Depeschen und kannte die Routen der deutschen Lufttransporte. Kurz vor Ende des Krieges in Afrika flogen sie das Material rein und gaben die Abflugzeit durch, von wo aus sie zu ihren Hauptquartieren in Nordafrika starteten. Das kam bei mir an und ich brauchte nicht lange, um das herauszufinden. Und wir schlachteten sie buchstäblich ab. März 1943. Jeglichen Nachschubs und Munition beraubt, brach das einstige Elite-Afrikakorps unter dem Angriff der Alliierten zusammen. Ich fuhr herum in meinem Jeep und sah mich einfach nur um. Und ich kam an einem großen Amphitheater vorbei, irgendwo außerhalb von Tunis. Und das mussten 15.000 oder 20.000 deutsche Soldaten sein, die zusammengezogen worden waren, um für die Kriegsgefangenschaft vorbereitet zu werden. Und ich werde mich immer daran erinnern, wie ich da saß in meinem Jeep und hinunterschaute und diese Leute ansah und dachte, nun, mein Gott, das ist etwas, wovon ich dachte, dass ich es nie zu sehen bekommen würde. Wissen Sie, das war ein ganz anderes Schicksal als das, welches man für die deutschen Soldaten ins Auge gefasst hatte, als sie im Frühling 1940 den Blitzkrieg begannen. Im Mai wurde die Luftwaffe zurückgezogen. Rommel verließ Afrika und kehrte nach Hause zurück. Die Reste des deutschen Afrikakorps gingen in die Kriegsgefangenschaft. Nach der Eroberung Nordafrikas blickten die Alliierten nordwärts nach Sizilien, dem Sprungbrett nach Europa. Juli 1943. Die 7. US-Armee unter General George Patton und
und die 8. britische unter Marshal Montgomery überrannten Sizilien. Einen Monat später. General Eisenhower brachte die erste alliierte Invasion auf europäischem Gebiet bei Salerno, Italien, in Gang. September 1943. Die Alliierten marschierten langsam vor. Aus der Luft ist die zerschmetterte Stadt Cassino nach 6 Monaten wilder Schlachten nur noch ein Name auf der Landkarte. Hier war einmal eine Schlüsselposition. Churchill beschrieb Italien als den weichen Unterleib Europas. Tatsächlich aber entwickelte sich die Schlacht um den italienischen Stiefel zu einer der blutigsten des Zweiten Weltkriegs. Alliierte Jagdflugzeuge flogen Bodenunterstützungseinsätze gegen das tödliche deutsche Flakfeuer. Die Deutschen verteidigten jeden Meter des Weges. Eines Tages war ich auf einem Beobachtungsflug und sah einen Trupp Deutscher, die nördlich von Rom die Straße runtermarschierten. Und ich bin sicher, sie sahen mich und ich sah sie, aber ich unternahm gar nichts und sie marschierten weiter. Und dann drehte ich mich auf den Rücken, so als wollte ich in den Sturzflug gehen, und ich flog im Sturzflug auf die Straße runter, in der Richtung, aus der sie kamen. Und ich kam einfach direkt über die Straße auf sie zu, so dass sie mich nicht kommen sahen. Und sobald ich sie sah, ging ich ganz runter und tötete ungefähr 300 Mann. Amerikanische schwere Bomber vom Typ B-17 und B-24 flogen von italienischen Basen aus Angriffe auf die Ölfelder von Ploesti, Rumänien, eine wichtige Quelle des Luftwaffentreibstoffs. Sie hatten 1000 Bomber und 500 Jäger. Wir kämpften gegen sie. Wir waren nur 4 an der Zahl. Unsere Lage war praktisch aussichtslos. Wenn man die fliegenden Festungen angreifen wollte, war die beste Taktik, von hinten anzugreifen, mit einer höheren Geschwindigkeit als ihrer. Sonst wäre man der Feuerkraft von 30 bis 40 Maschinengewehren ausgesetzt gewesen. Denn sie flogen in Formation. Es war, wie wenn man durch einen Schneesturm von Geschossen fliegt. Und du hast deine Augen geschlossen. Unsere jüngeren Piloten konnten im Durchschnitt nur 2 solcher Angriffe überleben. Dann waren sie tot. Die Bomben dieser Giganten waren der Paukenschlag, der den Untergang des Dritten Reichs ankündigte. 4. Juni 1944. Die opportunistischen Italiener winkten den Feinden von gestern nun als Befreier von heute zu. Der Countdown für den D-Day, die Invasion in Frankreich, hatte schon begonnen. / 6. Juni 1944. Operation Overlord. Die Landung der Alliierten in der Normandie begann. Die größte Streitmacht der Geschichte mit ca. 3 Millionen Soldaten, rund 1200 Flugzeugen und mehr als 6000 Schiffen trat zum Angriff auf die Festung Europa an. Nur 300 deutsche Jäger warfen sich verzweifelt dem übermächtigen Feind entgegen.
Den an der Invasion beteiligten Piloten bot sich ein Anblick, den sie nie vergessen sollten. Von Horizont zu Horizont erstreckte sich eine gewaltige Armada von Kriegsschiffen. Wir wurden von Deutschland nach Frankreich verlegt. Wir hatten erst vor kurzem unsere Gruppe mit neuen Flugzeugen und Piloten aufgefüllt. Wir begannen mit 68 Maschinen. Nach einem Monat hatten wir keine einzige Maschine mehr. Nur noch 2 Piloten. Einer war ich. Die Landung war gesichert. Die alliierten Jäger suchten den Himmel über Frankreich nach dem Feind ab. Adolf Galland, General der Jagdflieger, wurde Zeuge der systematischen Zerstörung der Luftwaffenstreitkräfte, an deren Aufbau er selbst beteiligt war. Die Luftwaffe war zu weit ausgedehnt. Sie zog ihre Piloten zu weit auseinander, überschätzte ihre Möglichkeiten. Aus diesem Grund war die Luftwaffe in vielen Gebieten nicht präsent. Sobald ein deutsches Flugzeug auftauchte, stürzte sich eine Vielzahl alliierter Jäger auf die einzelne Maschine und hetzten sie zu Tode. Unsere Flugplätze waren zerstört, unsere Treibstofflager vernichtet. Viele unserer Piloten waren jung und unerfahren. Sie hatten keine Zeit, sich zurechtzufinden. Die Festung Europa war ohne das schützende Dach der Luftherrschaft praktisch wehrlos. Alliierte Streitkräfte erreichten die Vorstädte von Paris. Die Ehre, die Stadt der Lichter zu befreien, wurde den französischen Truppen überlassen. General Charles de Gaulle führte eine Siegesparade die Champs-Élysées entlang durch. Das Triumphgefühl des Sieges wich schnell der grimmigen Realität. Nachdem nun ihr Heimatland in Gefahr war, kämpften die Deutschen mit wilder Entschlossenheit ums Überleben. In den verbleibenden Monaten des Jahres 1944 zielten die alliierten Armeen mit ihrem Vorstoß auf den Rhein und auf das Herz des Deutschen Reichs, das Ruhrgebiet. Januar 1945. Als die alliierten Truppen von Westen her in das deutsche Reichsgebiet langsam vordrangen, starteten die Sowjets am 12. Januar eine Großoffensive an der Oder. Mehr als 2 Millionen Soldaten, ca. 15.000 Panzer und 5.000 Flugzeuge standen bereit zum entscheidenden Schlag gegen die wankende Ostfront der deutschen Wehrmacht. Die rote Luftwaffe gewann täglich an Stärke. Die deutschen Jäger, knapp an Piloten, Flugzeugen und Treibstoff, konnten diesem Sturm fast nichts mehr entgegensetzen.
Die deutschen Jagdflieger, einst strahlende Sieger am europäischen Himmel, mussten nun mit ansehen, wie ihre Reihen immer mehr dezimiert wurden. Das hieß, dass jeder Einsatz erfolgreich zu sein hatte. Nur die erfahrensten Piloten wurden für die schwierigen Missionen eingesetzt. Aber dann erlitten auch sie immer größere Verluste. Von Leningrad bis zur Krim rückten die Sowjettruppen nun vor. Die sowjetische Luftwaffe, aufgerüstet mit amerikanischen Air Cobras und eigenen Jagdjägern, beherrschte bei Kriegsende den Luftraum über den Kampfgebieten. Eine geordnete deutsche Gegenwehr war aufgrund des Treibstoffmangels nicht mehr möglich. Die Luftwaffe kämpfte nun, bereits von rumänischen Feldflugplätzen startend, gegen die Sowjets. Heinz Marquardt, Luftwaffe. Am Ende des Krieges wurden die Einsätze von Woche zu Woche immer härter. Die Überlegenheit des Feindes nahm ständig zu. Der Druck, der auf uns lastete, wuchs. Da unsere Anzahl ständig schrumpfte und wir weder Ersatzflugzeuge noch Piloten erhielten. Die Luftwaffenpiloten versuchten verzweifelt, die vorrückenden sowjetischen Truppen in Richtung polnische Grenze zurückzuschlagen. Unter Berücksichtigung der Entfernung, die wir abzudecken hatten, waren wir wie eine Art Feuerwehr, die zum Löschen kommt. Dies bedeutete, jeden 3. oder 4. Tag versetzt zu werden. Mit der Niederlage konfrontiert, mussten die Luftwaffenpiloten ihre letzten Reserven an innerer Stärke aufbieten, um den Kampf fortzusetzen. Die Rote Armee kämpfte in Polen. Die Rote Luftwaffe unterstützte überall ihre Aktionen gegen die deutsche Wehrmacht. Major Walter Krupinski, Luftwaffe. Ihre Angriffe gegen unsere Flugplätze waren sehr wirkungsvoll. Im Tiefflug kommend, jagten sie in Flugformationen über den Horizont. Flügel an Flügel, sich gegenseitig gegen den deutschen Jäger deckend, flogen sie im Pulk ihren Zielen entgegen. Mit Bomben, Raketen und Bordwaffen griffen sie die Bodenziele an. Mitte Januar 1945 zerfielen die deutschen Verteidigungskräfte außerhalb von Warschau. Frühjahr 1945. Die deutsche Führung war sich darüber im Klaren, dass die Sowjets nicht mehr aufgehalten werden konnten. Die Alliierten rückten langsam von Westen kommend in Richtung Berlin vor. Den Weg dorthin säumten durch anhaltendes mörderisches Bombardement zerstörte deutsche Großstädte. Die Luftwaffe war die letzte Möglichkeit, sich noch offensiv zu verteidigen. Aber sie hatte fast keinen Treibstoff mehr. Nur wenige Jäger konnten überhaupt noch starten. Während Adolf Hitler seinen Bodentruppen befahl, bis zum Tode zu kämpfen, befahl er der Elite der Luftwaffe, zurückzufliegen, um das Vaterland zu verteidigen. Alliierte Truppen überquerten den Rhein. Für das Dritte Reich war es der Countdown für den Untergang. Aber die Luftwaffe kämpfte weiter. Bei jedem Einsatz musste überlegt werden, ob der Treibstoff noch reicht, um wieder heil zurückzukommen. Die Luftwaffe schickte voller Verzweiflung junge Piloten mit einem Minimum an Ausbildung los. Die Luftwaffenasse wollten nicht einmal im Angesicht des Chaos aufgeben.
Auf unserem Rückflug, als unsere Kampfflieger gerade landen wollten, wurden sie von feindlichen Flugzeugen angegriffen. Ich schickte 4 aus meiner Gruppe aus, um das Flugfeld zu verteidigen. Als wir unsere Heimatstadt in Schutt und Asche liegen sahen, war das genug Motivation für uns zu kämpfen. Adolf Hitler konzentrierte die übrig gebliebenen Kräfte zur Verteidigung der Reichshauptstadt. In etwa 1 Million Mann standen bereit zur letzten Schlacht. Aber die 12. und restliche Teile der 9. Armee konnten Berlin nicht mehr entsetzen. Der Ring der Sowjets schloss sich um die Stadt. Nun begann die totale Zerstörung, der Endkampf um das alte Berlin. April 1945. Mehr als 500.000 Mann der Roten Armee, tausende Panzer, 21.000 Raketenabschussrampen und 12.000 Geschütze zogen in den letzten Kampf um Berlin. Die Rote Luftwaffe vernichtete viele deutsche Flugzeuge bereits am Boden. »25. April 1945. In der Nähe der Stadt Torgau an der Elbe verbrüderten sich sowjetische Truppen mit amerikanischen GIs. Die blauäugigen Amerikaner ahnten nicht, dass Stalin seinen Truppen den Stellungsbau, das sich Eingraben, befohlen hatte. Selbst im ersten Augenblick des Zusammentreffens der Verbündeten beherrschte die Hinterlist das widernatürliche Bündnis. 26. April. Die Deutschen kontrollierten ein Berliner Gebiet, das nur noch 16 Kilometer lang und 5 Kilometer breit war. Als die Stunde der Niederlage näher rückte, zerstörten deutsche Luftwaffenpiloten ihre Flugzeuge am Boden. Deutsche Soldaten und Piloten ergaben sich amerikanischen und britischen Truppen, um einer Gefangennahme durch Russen zu entgehen. Der Gruppenkapitän Johnny Johnson spielte gerade Fußball, als eine deutsche Bombergruppe auf seinem Flugfeld landete, um sich zu ergeben. Ich schätze, Sie waren ziemlich erstaunt, als Sie den Gruppenkapitän in Fußballhosen und ziemlich verdreckt wirkend sahen. Erich Hartmann, das Spitzenass im Krieg, 352 Abschüsse, entkam den Russen. Er entschied sich lieber dafür, sich einem amerikanischen Offizier zu ergeben. Der Amerikaner gab mir sein Ehrenwort, dass kein Deutscher den Russen übergeben werden würde. Aber einige Tage später teilte man uns mit, dass wir nach München fahren sollten. Wir fuhren nach Süden und drehten dann plötzlich nach Osten und fuhren in einen Wald hinein, wo wir einen russischen Außenposten erreichten. Die ganze Kolonne wurde angehalten und den Russen übergeben. Auf diese Weise kam ich in russische Gefangenschaft. Erich Hartmann kostete der Wortbruch des amerikanischen Offiziers 10 Jahre russische Gefangenschaft. Er hatte Glück und überlebte als einer der wenigen. 30. April 1945. Russische Truppen kämpften am Eingang des Reichstags. Adolf Hitler und Eva Braun hatten geheiratet und begingen gemeinsam Selbstmord. 2. Mai 1945. Berlin kapitulierte. Als wir zur Reichskanzlei kamen, sahen wir den da niederliegenden Reichsadler. Er war circa 2 Meter lang. Für mehr als 12 Jahre hatte er sich über der Reichskanzlei erhoben und die ganze Welt erbebte unter der Wirkung dieses Adlers. 7. Mai 1945. Deutschland unterschrieb die bedingungslose Kapitulation. Der Zweite Weltkrieg war der kostspieligste Konflikt der Menschheitsgeschichte. In Deutschland kamen ca. 10 Millionen Menschen ums Leben. 500.000 Briten,
300.000 Amerikaner, circa 10 Millionen Russen, mehr als 13 Millionen tote Zivilisten, lautete die traurige Bilanz. Viele aufrechte Soldaten auf allen Seiten fahnden kämpfend den Tod, Bekannte und Unbekannte.